Hallo liebe Freunde, schönen guten Morgen aus dem verschneiten Beuerberg. Hier heute in Oberbayern bei minus 8 Grad haben wir einen ganz besonderen Dreh für alle Ferrari-Freunde. Ein Ferrari 599 GTO. Das Auto ist ein Einzelstück. Es gibt nur diesen einen in dieser irren Farbkonstellation mit dieser tollen Ausstattung. Es sind ja von dem Auto nur 599 überhaupt gebaut worden. Und ein GTO ist im Hause Ferrari immer was ganz Besonderes, ein absolutes Highlight. Weil der GTO ist zum ersten Mal 1962 praktisch auf die Beine gestellt worden. Es gab damals so 35 Autos. Diese Autos werden heute gehandelt mit einem Wert zwischen 35 und 50 Millionen Euro. Preise, die auch wirklich erzielt wurden. Dann gab es die zweite GTO-Serie im Jahr 1984, 85 ungefähr. Davon sind 260 Autos ungefähr gebaut worden. Die kosten heute zwischen 2 Millionen und 2,5 Millionen Euro. Sind auch mehrfach verkauft worden, habe ich auch mitbekommen. Jetzt haben wir die dritte Serie, das ist er hier, aus dem Baujahr 2010. Diese Autos sind heute noch für unter 1 Million zu haben. Aber ich sage euch eins, wer wirklich eine tolle Geldanlage haben möchte, da ist das Auto wirklich fantastisch. Also vielleicht mal zu den ganzen Ausstattungsmerkmalen. Der Wagen ist sehr, sehr leicht. Es gibt ja die GTO XX Serie, das ist die reine Rennserie. Und da gibt es den 599 GTB. Und das Auto ist sehr, sehr dicht an der reinen Rennserie. Das heißt, man hat also versucht, man hat es gemacht. Sämtliche Details, die gesamte Technik an dem Auto ist entsprechend leicht. Das Auto hat über 100 Kilo Gewichtsersparung gebracht. Das heißt, es entspricht also viel eher der Rennserie als dem normalen GTB. Ich gehe jetzt mal kurz herum. Übrigens, den Lackstreifen, den ihr dort seht, der ist nicht aufgeklebt, sondern der ist tatsächlich rein lackiert, was natürlich eine absolute Besonderheit darstellt. Und ich finde diese Farbkonstellation hier in diesem Silber mit diesem tollen gelben Streifen, also das ist das eine, dass das fantastisch aussieht. Schaut aber mal bitte hier auf die weiteren Details. Diese tollen Felgen in dunkelgrau, passend zur silbernen Außenfarbe, hier mit dem schönen großen gelben Ferrari-Logo auf der Seite. Und was dann natürlich noch klasse war, nicht nur diese gelb lackierten Spiegel am Auto, sondern wenn ihr mal da hineinschaut, der Wagen ist, ich nenne das mal Cognac-Farben, in einer wunderschönen edlen Farbkonstellation. Also ich habe noch nie so einen toll kombinierten Ferrari gesehen in der Farbe. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass von dem Wagen überhaupt nur 599 Stück gebaut wurden, vielleicht 130, 140 Exemplare in die USA gegangen sind, dann sind wahrscheinlich noch 20, 30 Autos geschrottet worden auf der Rennstrecke oder wie auch immer. Dann gibt es vom deutschen Ferrari, das ist nämlich ein Deutscher aus erster deutscher Hand, mit unter 10.000 Kilometern, nur sehr, sehr wenige. Und das ist so ein Exemplar. Und wenn ich mir jetzt überlege, was die Ferraris der ersten GTO-Serie eigentlich wert sind, da ist das hier nicht nur eine riesen Fahrfreude, die man hat mit dem Auto, eine absolute Besonderheit. Das ist eine super Geldanlage, 100%ig. Also ich mache das Geschäft jetzt 35 Jahre und seitdem ich das mache, geht das in Wellen immer nach oben und das wird auch anhalten. Und so ein Auto, was heute noch für unter 1 Million zu bekommen ist, einiges unter 1 Million, das muss man sich wegstellen. Also schaut euch mal die Form an und dann vor allen Dingen diese besonders geschmackvolle Farbkonstellation, die ist, glaube ich, einmalig. Es ist der einzige in dieser Farbe. Er ist eben nicht rot oder er ist auch nicht schwarz, so wie die meisten sind. Nein, er ist silber und dann mit gelb und in Cognac. Es ist wirklich schön. Vielleicht mal was zu den Leistungsdaten zu diesem Ferrari. Er hat 12 Zylinder, hat 670 PS, ist auf der Rennrunde in der hauseigenen Rennstrecke bei Ferrari in Italien eine Sekunde schneller gewesen als ein Ferrari Enzo, den kennt ihr ja wirklich. Das heißt, das ist der deutlich schnellere Wagen. Er braucht 3,3 Sekunden von 0 auf 100 und dreht dabei bis 8.500 Umdrehungen. Wiegen tut das übrigens das Auto 1600 Kilo. Das ist doch noch verhältnismäßig viel, obwohl man so viel eingespart hat. Aber die Leistungsdaten, er fährt 335 Stundenkilometer Spitze, das ist schon eine ganze Menge. Das ist echt fantastisch. Also eigentlich kann man sagen, ein reinrassiger Rennwagen. Das ist übrigens hier ein sehr interessantes Detail, was kein Auto hat. Hier gibt es eine Öffnung, das heißt, die Luft, die hier eintritt, zieht hier durch und drückt hinten auf den Spoiler. Das ist der einzige Ferrari, der sowas hat, so ein tolles Detail, damit das Auto wirklich genug Anpressdruck hinten auf der Straße hat.
Ja, vielleicht mal eine kleine Erklärung hier zum Innenraum. Der ist also aus höchstwertigem braunem Velour, das ist so Cognacfarben, also feinstens gearbeitet, das ist wirklich erstklassig gemacht. Da oben könnt ihr sehen den Schriftzug GTO und das findet sich hier auch über dem Radio wieder. Limited One auf 599. Dahinter ist das Radio CD und so weiter. Hier der edle Ferrari-Schriftzug, hier die Lüftungsdüsen. Auch wenn ihr hier guckt, die Haltegriffe, alles aus Carbon. Und was man hier gemacht hat, das ist der ganze Fußboden hier unten, ist aus Aluminium. Also entspricht alles der Rennversion, genauso die Bremspedale, die ganzen Pedale, die wir hier unten haben, alles aus Aluminium. Ja, gelber Tachometer hier vorne ist wirklich spektakulär. Stundenkilometeranzeige bis 360 Stundenkilometer. Wenn das Auto also 335 Spitze läuft, brauchen wir das auch. Ich kann euch sagen, die Sitzposition in dem Auto ist hier wirklich erste Klasse. Das sitzt wie ein Anzug. Es ist total um einen herum. Man hat ein ganz tolles Gefühl. Und dieser giftige Sound von dem Ferrari, also ich wäre das Auto heute gerne auf der Straße gefahren, nur sind die Witterungsverhältnisse nicht so, dass wir das machen können. Vielleicht holen wir das etwas später nach. Aber das ist wirklich ein reinrassiger Sportwagen, der edelst ausgestattet ist. Auch hier vorne alles Carbon, wenn ihr euch das bitte mal anschauen wollt. Hier oben wieder feinstes Leder. Da oben sind übrigens die Airbags eingearbeitet. Und hier dieses tolle Velour-Leder. Das gleiche findet sich übrigens oben auch am Himmel. Also man muss wirklich sagen, der Wagen ist von einer Güte und von einer Qualität. Ich bin 100% sicher, dass das Auto noch einen ganz anderen Wert erreichen wird. Wie gesagt, das ist ein echter GTO und es gibt vielleicht nur, wenn man mal die deutschen und europäischen Fahrzeuge sieht, vielleicht nur 400 Stück davon. Und dass das eine Top-Geldanlage ist, ich glaube, das ist klar. Vor allen Dingen ist es kein rotes Auto oder es ist kein schwarzes Auto. Es ist ein One-Off in dieser Farbkonfiguration, ein deutsches Auto aus erster Hand. Das ist selten, er hat keine 10.000 Kilometer gelaufen. Er ist wirklich neuwertig. Also das ist ein ganz tolles Ding. Also ich bin echt begeistert, bin auch beeindruckt, was hier Ferrari gebaut hat. Das ist sehr edel. Übrigens auch sehr nett hier oben. Das rote Pferd ist ja das Erkennungszeichen der Firma Ferrari. Rot eingestickt. Also ich sag mal, was das Design angeht und das Edle an so einem Auto, das können die Ferrari-Leute wirklich. Und daher kommt auch dieser absolut legendäre Ruf bei dem Auto. Das ist ein toller Wagen, das ist wirklich ein toller Wagen. Übrigens hat er hier Pedals, vielleicht mal ganz interessant. Ihr könnt hier, wenn ihr ein Paddel gehalten habt und schaltet runter, ist er in wenigen Millisekunden runtergeschaltet, auch über mehrere Gänge. Und ein Schaltvorgang, der dauert nur 60 Millisekunden. Der geht ratatatat, also es geht wie die Feuerwehr. Und also ihr könnt ihn wirklich auf jeder Rennstrecke bewegen, obwohl ich so fast das Gefühl habe, es ist fast zu schade mit dem Auto. Das ist eigentlich was für eine ganz hochwertige Sammlung. Wenn jemand sagt, ich möchte einen super Ferrari haben, sowas habe ich noch nicht. Und dann in dieser einmaligen Konstellation, wie dieses Auto ist, dann aus erster Hand. Also das ist echt mal eine Empfehlung. Also auch was die Geldanlage angeht, sämtliche GTOs zeigen in der Preisentwicklung nach oben. Das könnt ihr euch angucken, die letzten 60 Jahre. Das ist ja absolut Wahnsinn. Ein Ferrari GTO von 1962 gehört ja heute neben dem Bugatti Royale mit zu den teuersten Fahrzeugen, die es überhaupt gibt. Also höhere Preise als 50 oder 60 Millionen hat kein anderes Auto mehr erzielt. Und das ist ein GTO, das ist ein echter GTO. Also meine Empfehlung, wirklich. Also übrigens der Kofferraum für dieses Auto hinten ist relativ groß, vorne ist ja die Maschine. Hier oben habt ihr auch noch diese feinen Lederriemen, also auch hier im Fond könnt ihr noch ein paar wenige Gepäckstücke lagern. Das Auto ist halt ein reiner Zweisitzer, also wenn ihr jetzt eine Familie habt mit 3 oder 4 Personen, also da ist das nicht das richtige Auto, ihr müsst eure Sohn oder Tochter immer mitnehmen, aber immer nur einzeln. Als Familie könnt ihr den dann nicht bewegen. Die werden aber begeistert sein, eure Kinder. Ich sehe das bei meinen beiden Jungs, die sind ja 12 und 13, als sie das Auto hier haben, kommen sie, ja, Papa, das ist ja so ein irres Ding, also es ist ja Wahnsinn. Die waren total begeistert und das kann man auch sein, wenn man sich diesen Wagen anguckt. Also wie gesagt, feine Lederschneiden, da oben sehr edel eingearbeitet für weiteres Gepäck, wenn man das, und danach einen Kofferraum, also wo man auch wirklich eine weitere Reise mitmachen kann. Aber ob man das will mit so einem edlen Gefährt, das muss sich jeder selbst überlegen. Jetzt öffnen wir für euch mal diesen tollen Motorraum. Hier die Maschine in Rot gehalten, natürlich auch voll durchgestylt. Das sind 12 Zylinder,
die 670 PS leisten, die dieses Geschoss in 3,3 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen und die am Ende diesem Wagen eine Höchstgeschwindigkeit verleihen von sagenhaften 335 Stundenkilometern. Das ist was Besonderes. Übrigens dreht dieses Triebwerk dreht bis zu 8400 Umdrehungen und das ist wirklich eine ganze Menge. Also man muss auch, glaube ich, sehr gut Auto fahren können, weil da hat man ein richtiges Kraftpaket in der Hand. Ja, und schaut euch das an, der Zustand, der ist neuwertig bei dem Auto. Er ist nur so sehr wenig bewegt worden, er hat jetzt um die 9000 Kilometer gelaufen, also unter 10. Das ist alles, also in jedem Detail durchdesignt, klasse gemacht. Ja, wirklich ein absolutes Spitzenprodukt. Das kann man nicht anders sagen. Es ist wirklich ein absolutes Autospitzenprodukt. Vielleicht noch mal einen kleinen Hinweis hier zu den Rädern. Die Firma Michelin hat ganz besondere Reifen extra für dieses Auto konzipiert, damit der das auch alles aushält, diese irre Leistung und Kraft, die da auf die Straße gebracht werden soll. Dann die Firma Brembo für Bremsen. Die spezielle Bremsanlage auch extra gebaut, hier mit den roten Bremssätteln. Alles speziell für Ferrari, für den Ferrari GTO gebaut und konzipiert. Ja. Also toll, auch das Felgendesign ist ja sehr, sehr edel, auch in dieser schönen, edlen, feinen Farbe gehalten. Passt das genau zur Außenfarbe. Also wenn ihr euch das mal in Ruhe anguckt, wie der Wagen aussieht, der hat nicht nur ein tolles Design von der Form, der ist auch farblich darauf abgestimmt. Stellt euch mal vor, das Auto wäre rot, ich meine, das kennt man bei der Firma Ferrari, aber so, das hat schon was, das sieht nicht ganz so laut aus. Man muss zweimal hingucken und dann entdeckt man erst, dass man da was ganz, ganz Besonderes vor sich hat. Und das ist halt eben ein Ferrari GTO aus dem Jahre 2010. Also vielleicht noch eine Kleinigkeit zum Heck dieses mächtigen Ferrari. Das hier ist ein Diffusor aus Carbon, höchstwertig gemacht, hat einfach damit zu tun, damit der Wagen eine ganz tolle Aerodynamik hat. Könnt ihr hier sehen. Also liebe Freunde, das war heute ein etwas besonderer Dreh. Wir haben es hier relativ kalt bei minus 8 Grad, deswegen wollten wir diesen Wagen nicht auf die Straßen bringen. Aber mich juckt es natürlich, mit dem Wagen wirklich mehr zu fahren. Und ich würde euch gerne mal mitnehmen auf eine Probefahrt. Wenn das Wetter ein bisschen besser wird, machen wir das auch. Dann können wir diesen tollen Wagen noch mal bewegen. Dann seht ihr auf der Straße, wie er liegt, wie er klingt und wie das losgeht. Werden wir machen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wenn ihr interessante Autos für uns habt, ruft uns gerne an. Immer interessant 08036 70 04. Da wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Wir drehen weiter. Euer Stefan Luftschütz. Ciao. So, dann starten wir mal das Schätzchen hier vorne. Das ist ein Sound. Einmalig.